Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Etappe 10 oder 11. Auf jeden Fall bin ich unterwegs von Deising, sprich Mayern, in Richtung Riedenburg und nimm's mir nicht übel, ich habe schon wieder den Namen vergessen. So 7, 8 Kilometer hinter Riedenburg liegt ein Zeltplatz und da habe ich gestern nachgefragt, kann ich heute gastieren? Wie immer geht es natürlich am Morgen, wobei am Morgen relativ ist. Ich bin 1:15 gestartet, bin jetzt eine Viertelstunde unterwegs. Natürlich geht es bergauf. Logisch, wenn man im Tal übernachtet und bei so einem Panoramaweg geht es dann natürlich bergan. Ja, ich habe ziemlich gut geschlafen und habe eine Wette gegen den Regen gewonnen. Manchmal sitze ich halt Sachen aus. Nee, ich habe jetzt ein bisschen Schlaf von der letzten Woche nachgeholt und habe gemerkt, dass es früh irgendwann angefangen hat zu regnen und habe mich dann nochmal in meinen Schlafsack gerollt, noch ein bisschen gechillt. Und so habe ich es letztlich geschafft, dass die Sonne irgendwo wieder durchbricht. Boah, ich ein königliches Frühstück genossen habe. Das ist zumindest ausgiebig. Und bin jetzt auf dem Weg zu so einem schönen Aussichtspunkt. Oh, und in 25 Kilometern, die ich jetzt natürlich auf den Nachmittag habe und nicht auf den Tag verteilt, bis zu meinem Zeltplatz zu kommen. Aber ich bin guter Dinge. Hier geht es durch den Kiefernwald, ich bin langsam um. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich zeige dir nachher gleich die Aussicht. Muss schön sein, aber auf jeden Fall wird es hell. Hier wachsen jetzt auch langsam Pilze. Da und da. So, und jetzt bin ich wieder unterwegs. Mal schauen. Ich denke, zwischen 6 und 7 werde ich meinen Campingplatz erreichen. Mein Ziel, mal gucken. Boah, wie du hörst, schnaufe ich immer noch. Ich glaube, das ändert sich auf die 3 Tage auch nicht, wenn es berghoch geht. Aber cool ist. Heute ist Dienstag. Ich glaube, ich werde auch weniger Menschen begegnen. Ruhe, absolute Ruhe hier oben. Irgendwo hämmert ein Specht. Und das ist mein Weg. Oh, hier komme ich an den Aussichtspunkt. Das sieht mal so aus. Was ist das? Ein Baum. Ein Baum, der vielen als Brutstätte, Nahrungsquelle, Zufluchtsort oder sonst wie gilt, dient. Jetzt kann ich dir gleich sagen, wo wir hier gelandet. Oh, ein herrlicher Ausblick. Sehr schön. Da unten ist die Brücke von Deising. Okay. Also ein paar Meter haben wir schon. Rosskoppe. Der Rosskopf, die wacht über dem Altmühltal. Sehr schön, sehr schön. Ich zeige dir das mal, bevor die anderen kommen. Rosskopf. Aha. Nee, das ist nicht das. Da muss ich hin. Das ist dieses Obereggersberg. Genau, Eggersberg. Da oben ist auch noch ein altes Schloss. Ruine. Mein Weg führt mich aber jetzt hier entlang, hinten ans Tal, wieder vor und dann rüber. Macht hier einen richtigen Bogen. Und hinter dieser Biegung und noch eine Biegung liegt dann Riedenburg. Ich denke mal so in 10 Kilometer. Auf jeden Fall eine herrliche Aussicht. Wow. Einfach herrlich hier oben. Wunderbar. Och, der Weg ist heute kein breiter Schotterweg. Es gab schon die ersten Ausblicke. Ich glaube, das bleibt der
eine ganze Weile so, weil heute nach meiner Karte die Wegführung dreimal, viermal das Ufer wechselt und immer neue Aussichtspunkte bietet. Also ganz andere Kiste als gestern von Bayern-Gries bis nach Töging, wo ich im Prinzip kaum was gesehen habe. Und dann auf den letzten Kilometern aufgrund der Wegführungsänderung, auch so ein schönes deutsches Wort, bin ich dann direkt am Ufer entlang gelaufen. Hier geht es wieder mal um die Magerrasen im Altmühltal. Eine wunderschöne Gegend. Wie du sicher erkannt hast, habe ich auch mein Gepäck gewechselt. Dadurch, dass ich gestern im Auto geschlafen habe, habe ich natürlich auch nur leichtes Gepäck benötigt. Also ein bisschen Regenzeug, was zu trinken, was zu essen, was ich allerdings nicht benötigt habe. Und heute ist dann doch etwas mehr dabei. Da habe ich dann Zelt, Isomatte, Unterlage, Schlafsack, Kochequipment und so weiter. Ein bisschen Wasser noch mit dabei, sodass der Rucksack dann doch etwas größer ausfällt und voller ist. Und noch einmal trockene Sachen, falls es mich doch nochmal entgegen meiner Erwartung erwischt. Aha, Wacholderheide am Kühberg. Und hier oben ist mal wieder eine schöne Rastbank. Insektenhotel. Eine schöne Kastanie mit einem Kreuz drunter. Und hier Friends. Hi Friends. Alles gut. Boah, wow. Kurzes Erlebnis zwischendurch. Ich habe gerade hier meine Jeeps fotografiert und bin dann doch zu weitwinklig geworden, richtig an den Zaun ran. Und dann hat es aber durch meinen rechten Arm gezuckt. Scheiße. Habe ich eine gewischt gekriegt. Also hier ist Schmackes drauf, ja. Super. Aber die Fotos sind cool geworden. Wollte ich sie alle mal auf einmal nehmen und bin an den Zaun ran. Huh. Ich glaube, jetzt wird es gleich regnen. Von da hinten kommt eine fette Front. Im Zuge dessen habe ich gehe mal weiter, bei einer kurzen Pause mein Raincover, was bei dem Rucksack dabei war, ausprobiert. Und das ist natürlich Absturz. Das ist verschnitten und vernäht und passt gar nicht über den Rucksack drüber. Jetzt habe ich noch nicht mal das volle Volumen ausgeschöpft. Da könnte ich locker noch so 7, 8 Liter mehr reinpacken. Und das, wenn ich es oben drüber tue, passt es gerade so. Unten geht es dann nicht mehr rum. Obwohl der Rucksack, wie gesagt, nicht knackenvoll ist oder was und nicht an seiner Grenze. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass das Regencover viel zu klein ist. Aber mei, gut, dass ich den Regenponcho und noch einen Regenschirm als Update eingepackt habe. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So schaut das jetzt aus.
Ich stehe hier also an einem Nebenarm oder vielleicht auch der Original Altmühl, wie sie mal geflossen ist und immer noch fließen darf. Jedenfalls steht Nebengewässer da und es sieht herrlich aus. So richtig so ein bisschen verwunschen das Ganze. Nun, der Regen wird langsam schwächer, also habe ich Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder aufhört und nicht bis zum Ziel durchregnet. Wäre besser, weil ich schwitze langsam unter der Plane. So schaut es aus mit Regenschirm und Regencape, wobei das Regencape werde ich auch demnächst dem Feuer übergeben, weil das ist nicht dicht, das kann man vergessen. Meine Schulter ist nass, trotz Regenschirm, weil dort ein paar Regentropfen drauf gelaufen sind. Und das ist jetzt nicht so irgendwie Aldi oder Norma oder so ein Zeug, das habe ich irgendwann mal im Internet vor Jahren bestellt. Sollte original Bundeswehr, hau mich tot, aber das böse Wort sage ich jetzt nicht. Vergiss es, muss ich mir doch was Gescheites holen, hilft nichts. So, jetzt bin ich, glaube ich, hoffentlich am höchsten Punkt der heutigen Tour. Das war ein Anstieg. Und durch den Regen, jede Wurzel war glitschig, jeder Stein schmierig. Jedes bisschen Boden war irgendwie aufgeweicht. Und kurz bevor ich oben war, ich habe schon den einen Felsen gesehen, waren plötzlich meine Füße der höchste Punkt. Hat es mich hingebeamt. Oh, und der Ringfinger an der linken Hand, der ist auch ein bisschen dicker als vorher. Naja, egal wie. Muss ich mal schauen. Wo bin ich denn überhaupt? Ich glaube, die Hälfte habe ich, aber es ist wahrscheinlich schon 3:30. Komm, mach auf. Schnappdiwupp, das Krokodil. 16:39 Uhr, 3/4. Gay. Was soll denn das? 13,5, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Halleluja. Da habe ich zu tun. Oh je. 7 wird es leicht. Begeisterung sieht anders aus. Irgendwie schleppt sich das heute. Naja, so ist es nun mal. Jetzt werde ich einen Schluck trinken und dann ein bisschen versuchen Gas zu geben. Wow. Bin jetzt 4 Stunden unterwegs und habe gerade so 15 Kilometer. Jetzt wird es interessant. Also es ist um 6:55. Bin ich nirgends. Weil ich gehe jetzt noch hier weiter. Hinter der Schanze lang, dort rüber. Da vorne ist Riedenburg. Dann geht es runter, rüber, wieder rauf, rüber, runter, rüber, wieder rauf und dann bei Schloss Brunn vorbei. Also noch 2 Anstiege. Das ist heute nicht mein Tag irgendwie. Durchbeißen, wa? Bin jetzt fast 5 Stunden unterwegs, habe nicht mal ganz 17 Kilometer geschafft. Gibt Sachen, die kann man nicht erklären und das kann ich nicht erklären. Nee, keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich da bis zu 25 jetzt kommen soll. In 1,5 Stunden. Weiß ich nicht. Ist mir absolut schleierhaft, was heute für ein Tag ist. Total angestemmt. Ich kämpfe hier. Riedenburg kann ich im Moment noch nicht mal sehen. Das ist hinter der Kurve. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Heute bin ich platt. Nee, weiß nicht. Kaputt. Und Kilometer gehen überhaupt nicht. Gestern bin ich auf 4 Stunden 18 gelaufen, heute habe ich auf 5 Stunden nicht mal 16, 17. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber es waren 3 knackige Anstiege, die mir heute irgendwie den Rest gegeben haben. Und da kommen aber noch 2. Ich gehe schon mal weiter, weil das bringt ja nichts. Also bin ich echt selber gespannt, ob ich an den Campingplatz ankomme. Ja, ich muss ja. Dann wird es wahrscheinlich um 8 oder 9 oder so, ich weiß es nicht. Ich kann das irgendwie nicht mehr einordnen. Da bin ich heute, wie sagt man, nicht aussagefähig. Krass. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich noch hin muss. Das ist über Brunn, über das Schloss oben. Und dann wieder runter. Nun hat mich der Regen doch eingeholt. Es regnet nun schon ungefähr eine Viertelstunde. Ich flaniere hier in Richtung Klamm.
Glücklicherweise habe ich diesen Regenschirm dabei. Der ist wirklich Gold wert. Den Poncho habe ich diesmal zusammengerollt gelassen. Den werde ich am Donnerstag nun einer Firma zur Energiegewinnung übergeben. Ich glaube, das hat er sich verdient, weil für das, was ich ihn gekauft habe, das tut er gerade nicht. Er hält den Regen halt nicht ab. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Meldung für heute. Beknülle. Es ist jetzt 7. Krass. Normalerweise müsste ich da drüben rauf. Sieht man das? Da. Dort unten über die Brücke und dann wieder rauf, oben lang und dann irgendwann runter. Ich gehe über die Brücke, runter und um die Kurve und dann müsste mein Zeltplatz sein. Das dauert eh noch eine Stunde. Wir sind locker hier noch 200 Höhenmeter runter. Gott, bin ich kaputt heute. Boah. Ja, hier irgendwo muss dann die Klamm sein. Ich höre zwar kein Wasser rauschen, aber das nennt sich hier Klammblick. Ich bin jetzt extra noch mal da hochgekrabbelt. Und jetzt ist gut. Jetzt muss ich runter meine Unterkunft und aus ist der Tanz. Ich habe Granalle Grande voll für heute. Vielleicht melde ich mich noch mal kurz mit einem Resümee, aber wurscht. Bis dann.